Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor geraumer Zeit habe ich ja ein Video zur neuen Normbearbeitung gemacht und ich möchte hier eine weitere Neuerung in Service Pack 2 zeigen, was hier noch dazugekommen ist. Dazu erzeuge ich mir im ersten Schritt ein neues Profil und suche mir hier über die Suchfunktion aus meiner Profildatenbank. Ich kann hier meinen Profilquerschnitt, was ich suchen möchte, in diesem Fall ein Formrohr, den Wert eingeben. Ich möchte hier natürlich die Dimension noch einschränken auf 50 und habe hier schon meine Profile in meiner Dimension. Ich nehme hier einfach mal ein 50-50er Formrohr. So, nun habe ich mein Profil erzeugt und jetzt möchte ich hier an diesem Profil meine Bearbeitungen einbauen. Ich wähle hier in diesem Fall gleich meine lineare Aufteilung und gebe die Ebene vor. Man sieht hier auch schon sofort die erste Neuerung, und zwar geht es hier, dass mir von meiner Einbauebene auch sofort mein Raster wie gewohnt sowie auch bei den Skizzen eingebaut wird. Ich kann hier meine Einfügeposition definieren. Ich möchte hier einfach zum Zeigen meinen Einfügepunkt auf 0 definieren. Ich habe natürlich die verschiedensten Optionen. Ich möchte hier auf einen maximalen Einfügepunkt geben und sage hier von diesem Punkt und Anfangspunkt, ich möchte hier natürlich diese Kante geben, das wollte ich machen, und gebe hier einfach einen Anfangs- und Endabstand an. So, die zweite schöne Neuerung hier ist, dass ich eine Auslassung vergeben kann. Das heißt, ich kann hier mittels Auswahl der Punkte hier auch gewisse Normbearbeitungen löschen oder nicht einbauen. Das heißt, ich habe hier diese Bearbeitung erzeugt und habe hier dies so mit dieser Bearbeitung erzeugt. Wenn ich hier im nächsten Schritt ein weiteres Profil einbaue, ich möchte hier ein neues Profil einbauen und möchte hier natürlich auch eine Bearbeitung erzeugen, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese natürlich auch zu übernehmen. Das heißt, ich möchte hier diese Rastereinstellungen übernehmen und habe hier diese Möglichkeit, dies einzubauen. Also ich habe jetzt natürlich nicht die Achse angewählt, deswegen musste ich die Punkte anwählen, aber man sieht auch sofort, dass ich hier diese Auslassungen auch sofort mit übernommen habe. Dies kann ich natürlich auch sehr einfach, wenn ich eine Endplatte habe. Das heißt, ich möchte hier eine Endplatte haben, um das einfach zu zeigen. Und möchte hier eine Bearbeitung machen. In diesem Fall über einen Raster auf dieser Ebene. Ich mache den Raster etwas kleiner, um das besser zu zeigen. Also die Anzahl soll 2 sein, nicht 20 natürlich. So. Und möchte dies natürlich über den Mittelpunkt einbauen. So, dann habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte vielleicht diese Bohrung und auch diese Bohrung eventuell nicht haben. Und natürlich den Abstand vielleicht auch kleiner haben. Sowie auch die Bohrung. Und so einfach kann ich hier diese Bearbeitungen ergänzen und natürlich diese Auslassungen erweitern.